Radio 1. Nur für Erwachsene. Ja, Kraftwerk ist nicht einfach nur eine Band, nein, das sind Legenden der elektronischen Musik und schon lange Gesamtkunstwerk aus Sound, Bild und Inszenierung. Kann man zurzeit auch mal wieder persönlich überprüfen. On Stage. Die Radio 1 Konzertkritik. Kraftwerk sind mit ihrer Multimedia-Tour unterwegs und waren gestern Abend damit in Berlin. Das erste Konzert von 2. Das nächste ist dann heute Abend in der Uber Eats Music Hall. Und für uns gestern Abend mit dabei war unser Reporter Martin Böttcher. Guten Morgen, Martin. Ja, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Dass wir uns mal wiedersehen. Warum, Martin, heißt die Tour eigentlich Multimedia-Tour? Machen Kraftwerk nicht immer Multimedia-Konzerte? Ja, das ist tatsächlich ein total komischer Name, weil tatsächlich die gleichen Zutaten wie immer da zusammengekommen sind. Also die Musik, die Grafiken, die Videos, das Lichtdesign, aber irgendeinen Namen muss das Ganze ja haben. Und war es denn schön, also vielleicht sogar spektakulär? Also es war auf jeden Fall ein richtig gutes Konzert. Punkt nach 8 ging's los. Kraftwerk sind ja eine Maschine, ne? Da darf keine Sekunde Verzögerung entstehen. Und dann haben die mehr als 2 Stunden lang gespielt, alle Klassiker dabei, Radioaktivität, Autobahn, das Model, Computerliebe, Mensch-Maschine, Tour de France. Und ganz zum Schluss als Zugabe die Roboter, zum Teil auch in ganz neuen oder ein bisschen anderen Versionen gespielt. Aber das Besondere, wie immer, dieses Zusammenspiel von Optik und Sound. Die 4 Musiker, die stehen ja da an ihren Pulten, haben so Anzüge an, die neonfarbene Lichtlinien erzeugen können. Die sehen so oft aus wie aus diesen Tron-Filmen, falls ihr euch erinnert, ja. Diese Retro-Optik da drin. Also ich fand es wirklich richtig gut und alle Besucher, mit denen ich nach dem Konzert gesprochen habe, die fanden es auch richtig gut. Wenig Interaktion mit dem Publikum, aber an sich das Konzert super. Ich fand Trans-Europa Express am besten. Das war der beste von allen. Mit dem Bild im Hintergrund, der Zug, der da ständig fuhr, ganz toll. Ich habe noch nie so ein Konzert gesehen, wo sich die Menschen so wenig bewegt haben. Es ist halt zum einen retro, aber zum anderen auch modern. Also es ist irgendwo dazwischen. Hat sich natürlich verändert über die Jahrzehnte, weil jetzt natürlich mehr Techno und Beatlastiger ist als früher. Aber gut. Ja, also Kraftwerk auf jeden Fall eine Männerband, nicht nur, weil da 4 Männer spielen, sondern auch im Publikum, hat man hier ja auch gerade gehört, schätzungsweise 70%, vielleicht sogar 80% Männer. Ralf Hütter ist das einzig verbliebene Urmitglied von Kraftwerk, 79 Jahre alt inzwischen. Zum Vergleich mal, Mick Jagger ist 82. Hat er es noch drauf? Also das ist schwer zu sagen, weil es passiert ja gar nicht so viel da auf der Bühne. Ne? Die stehen da in ihren Pulten, manche sagen, die sehen aus, als checkten sie ihre E-Mails und dann machen sie geheimnisvolle Dinge. Nach 2 Stunden gehen sie dann einfach wieder. 2 Dinge sind mir aber trotzdem aufgefallen. Ralf Hütter, das ist ja auch die Stimme von Kraftwerk, manchmal stark verfremdet durch einen Vocoder, manchmal fast 1:1. Und da merkt man dann schon, dass die Stimme nachgelassen hat. Ich meine, so richtig gut singen konnte der noch nie, aber jetzt ist das noch auffälliger. Gibt der Musik von Kraftwerk, aber interessanterweise so eine verstärkt menschliche Note. Und außerdem habe ich zum ersten Mal jetzt erlebt, dass Hütter zum Publikum gesprochen hat. Der hat eine ganz kurze Rede über den japanischen Musiker Ryuichi Sakamoto gehalten. Das ist wohl ein richtig guter Freund von ihm gewesen. Sakamoto ist 2023 gestorben und Kraftwerk haben gestern, habe ich auch noch nie erlebt, eine Coverversion gespielt von Sakamotos Stück Merry Christmas, Mr. Lawrence, und da hat es dann auch gemenschelt. Und Kraftwerk gibt es ja seit über 55 Jahren. Die haben immer den Fortschritt beschworen und dabei jede Menge Technikglauben an den Tag gelegt. Haben Kraftwerk uns denn heute noch was zu sagen über die Welt, über die Technik? Also allein so wegen dieser Schlagworte Computer, Roboter, Daten wirkt es irgendwie immer noch aktuell. Aber ich habe so das Gefühl, das Thema unserer Zeit, also der Umgang mit künstlicher Intelligenz, das ist da auffallend abwesend. Also ich glaube ja nicht, dass Kraftwerk nochmal ein neues Album oder neue Musik veröffentlichen werden. Aber wenn, dann sollte da dringend was Intelligentes oder zumindest Überraschendes zu KI drauf sein. Musste ich gestern mehrmals dran denken, dass Kraftwerk da mittlerweile was fehlt im Themenspektrum. Ändert aber nichts daran. Tolles Konzert, tolles Ereignis. Und das noch als Abschluss. Shoutouts an den Mann, der ziemlich in der Mitte vor der Bühne gestanden hat und über 2 Stunden lang wild durchgetanzt hat. Doch einer. Die ganze Zeit so mit den Armen so in die Luft. Also wirklich, selbst in den ruhigen Passagen. Das habe ich auch noch nicht gesehen beim Kraftwerk-Konzert. Das ist zumindest eine große Überraschung bei Kraftwerk in Berlin heute Abend. Dann das 2. Konzert der legendären Elektroband. Vielen Dank für deine Eindrücke von gestern Abend, Martin Böttcher. Ja, danke euch. Und auch bei uns jetzt die Zugabe, wie gestern Abend, die Roboter. Ja,